So, herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend und bitte um Verzeihung für die Verspätung. Ja, es ist entstanden durch ein Parkplatzproblem, was durch eine Hochzeit ausgelöst wurde, dass da vorne alles zugepackt ist. Das ist nicht Normalzustand. Also bitte um Verzeihung, dass wir hier ein bisschen später gestartet haben, aber trotzdem wollten wir es allen möglich machen, dass sie noch ganz zu Beginn da sind. Ja, ich stehe hier in Vertretung der Internationalen Prana-Schule Österreich, in Vertretung von der Burgi Sheldrake, von der ich euch alle ganz, ganz herzlich grüßen soll. Die Burgi ist fleißig, wie sie ist, heute in Salzburg und ist gestartet wieder am Wifi mit einem Prana Vita Level 1 und kann deswegen nicht dabei sein. Und ein ganz herzliches Hallo von ihr an euch. Und ja, ich stehe hier, wie gesagt, als Vertreter für die Prana-Schule, aber auch als Vertreter für den Prana-Verein in Österreich. Die Prana-Schule, ihr wisst es ja, wir haben ja heuer ein rundes Jubiläum, wir sind 25 Jahre jung geworden, ja. Wir feiern schon das ganze Jahr. Wer schon auf der Homepage war, öfters wird gesehen haben, wir haben heuer viele Gewinnspiele laufen, wir haben viele Kurse verlost, viele CDs auch verschenkt. Ja. Es war eine wunderschöne Zeit, diese 25 Jahre sind vergangen wie im Flug. Und ja, was heuer noch besonders ist in diesem Jubiläumsjahr, hat sich die Burgi natürlich bemüht, in Zusammenarbeit mit dem Prana-Verein auch für euch wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um internationale Menschen hier für Vorträge zu bekommen. Und einen dieser Höhepunkte erlebt ihr ja heute Abend bei diesem Vortrag. Und ja, wir freuen uns schon alle ganz besonders drauf. Der Ablauf wird so sein, der Vortrag wird circa 1,5 Stunden dauern. Wir haben dann danach noch die Möglichkeit, eine gute halbe Stunde für Fragen, die ihr habt. Wir werden euch dann Mikros geben, dass ihr Fragen stellen könnt. Fragen bitte auf Deutsch stellen. Sie werden dann auch übersetzt, genauso wie der gesamte Vortrag wird in Englisch gehalten, aber simultan übersetzt von der Magister Margarete Scheibner. Und ja, danach gibt es noch die Möglichkeit, draußen wieder noch das eine oder andere Buch signieren. An dem Tisch, wo jetzt die Kasse war, wird er dann sitzen. Und wenn ihr Bücher kauft, wie gesagt, lasst es draußen dann noch signieren. Ja, dann möchte ich mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Isabella Runge. Den einen oder anderen von euch kenne ich ja, weil ich sie selber in den Kursen gehabt habe. Ich unterrichte seit 18 Jahren an der Prana-Schule. Bin sozusagen ein Oldie, könnte man so sagen, oder über 50, wo einem nichts mehr peinlich ist. Ich habe meine Praxis in Wien im 17. Bezirk und neben der energetischen Arbeit bin ich sehr stark spezialisiert auch auf den Körper in Bezug auf Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten. Ihr habt auch Zettel von mir gefunden auf den Sessel in Bezug auf den grünen Kaffee. Wer Infos will, gerne draußen auch danach. Ja, jetzt zum Hauptpunkt des heutigen Abends. Der Dr. Rupert Sheldrake ist einfach ein Querdenker, er ist ein wirklich bekannter, weltweit bekannter Biologe. Er ist Wissenschaftler, er ist Buchautor, ja, er ist sozusagen als Querdenker der Naturwissenschaftlern bekannt geworden. Und seine revolutionären Thesen der Morphischen Felder und der Morphischen Resonanz führen in Wahrheit zu einem neuen biologischen Weltbild eines lebendigen Universums mit einem innewohnenden Gedächtnis. In seinem Vortrag wird er auch sein neues Buch präsentieren, was ihr draußen am Büchertisch findet, die Wiederentdeckung der Spiritualität. Ich würde sagen, sei mal gespannt, was heute kommt. Ich möchte gar nicht zu lange reden, wir sind schon drüber über der Zeit. Habt viel Spaß mit ihm, genießt den Abend und lasst ihn mir herzlich willkommen mit einem großen Applaus. Dr. Rupert Sheldrake. Thank you, and it's very good to be here in this wonderful city. Dankeschön, und es ist sehr schön, in dieser wunderbaren Stadt zu sein. We're in an unprecedented situation at the moment. Wir befinden uns im Moment in einer noch nie dagewesenen Situation. At the same time as a decline in traditional religion, there's a tremendous increase in interest in spirituality. Es findet zwar ein Rückgang der traditionellen Religionen statt, aber gleichzeitig auch ein zunehmendes Interesse an Spiritualität. And now many spiritual practices have been investigated scientifically, which has only happened in the last few years. Und jetzt werden auch viele spirituelle Praktiken wissenschaftlich untersucht, und das ist erst seit einigen Jahren der Fall. The old idea that there's a conflict between science and spirituality
is giving way to the idea that they are complementary. Und die frühere Vorstellung, dass Wissenschaft und Spiritualität nicht zusammenpassen und Rivalen sind, verschwindet immer mehr und es zeigt sich, dass sie einander ergänzen. Because these spiritual practices, their effects can be investigated scientifically in a way that illuminates the practices themselves. Denn diese spirituellen Praktiken, die wissenschaftlich untersucht werden, können dadurch besser durchschaut werden. In 2012, a handbook was published called The Handbook of Religion and Health. It's about that thick, costs about €250. Im Jahr 2012 wurde ein Handbuch veröffentlicht, das Handbuch der Religion und Gesundheit, und das ist ungefähr so dick und kostet über 200 €. And it reviews more than 2,000 papers in scientific journals which have studied religious and spiritual practices. Und da werden mehr als 200 wissenschaftliche Studien untersucht und zusammengefasst, in denen der Zusammenhang zwischen Spiritualität und diesen Praktiken eben untersucht und studiert worden sind. And the conclusions are clear. Und die Schlussfolgerungen sind klar. Those who do these practices, on average, are happier, healthier and live longer. Jene Menschen, die diese Praktiken ausüben, sind im Durchschnitt gesünder, glücklicher und leben länger. The opposite is also true. Those who do not do these practices are unhappier, unhealthier and live shorter. Und das Gegenteil trifft auch zu. Jene, die das nicht ausüben, die sind unglücklicher, ungesünder und leben kürzer. So, these findings have not been lost on the atheists. Und diese Ergebnisse sind nicht an den Atheisten vorübergegangen. Old-style atheists were against everything to do with spirituality. Die Atheisten im alten Stil, die waren gegen alles, was mit Spiritualität zu tun hatte. But the new-style atheists are taking up spiritual practices themselves. Aber die neuen Atheisten, die fangen selbst an, spirituelle Praktiken auszuüben. For example, Sam Harris, one of the so-called new atheists, Zum Beispiel Herr Sam Harris, einer der sogenannten neuen Atheisten, is now giving online meditation courses. der gibt jetzt Online-Meditationskurse. The atheist philosopher in Britain, Alain de Botton, has written a book called Religion for Atheists. Alain Botton, ein sehr bekannter Atheist in Großbritannien, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Religion für Atheisten. He's a very rich man and he's planning to build an atheist temple in London. Er ist ein sehr reicher Mann und hat den Plan, in London einen Tempel zu bauen. And he's already started a series of atheist sermons on Sunday morning. Und er hat schon angefangen, am Sonntagvormittag eine Reihe von atheistischen Predigten zu halten. And meanwhile, in England, there's a new church called the Sunday Assembly, which is an atheist church, now with 70 different branches. Und in England gibt es eben auch schon eine neue Kirche, das Sunday Assembly, also frei übersetzt die sonntägliche Zusammenkunft, und die haben schon 70 Ableger. They meet on Sunday mornings and they sing songs together and tell uplifting stories. Die treffen sich am Sonntagvormittag, singen gemeinsam und erzählen erhebende Geschichten. They're reinventing religion because they feel that their lives are poorer without it. Die erfinden die Religion sozusagen neu, weil sie das Gefühl haben, ihr Leben ohne das ist nicht so reich. In my new book, Science and Spiritual Practices, I discuss 7 different practices which have been investigated scientifically. In meinem neuen Buch mit dem Titel Die Wiederentdeckung der Spiritualität beschreibe ich 7 spirituelle Praktiken, die auch wissenschaftlich untersucht worden sind. These are all practices that I do myself, so I can also speak from personal experience. Das sind alles Praktiken, die ich auch selber ausübe, und daher kann ich auch aus eigener Erfahrung dazu was sagen. And I personally find no conflict between being a scientist, which is what I spend most of my time doing. Und ich persönlich habe keinen Konflikt damit, auch Wissenschaftler zu sein, und das ist es, was ich hauptsächlich bin. And doing these practices. Und gleichzeitig eben auch diese Praktiken auszuüben. The 7 practices I discuss in the book are, first, gratitude.
Die 7 Praktiken, die ich im Buch beschreibe, sind erstens Dankbarkeit, then meditation, dann Meditation, connecting with nature, dann Verbinden mit der Natur, relating to plants, especially trees and flowers, die Beziehung zu Pflanzen, besonders Bäumen und Blumen, singing and chanting, dann Singen und Chanten, also so ein Sprechgesang, rituals, Rituale and finally pilgrimage. und schließlich Pilgerreisen. I don't have time to discuss them all this evening, so I'll only discuss 3 or 4. Ich habe heute Abend nicht die Zeit, über alle zu sprechen, also werde ich 3 oder 4 näher beschreiben. And I'll start with one of the most fundamental, which is gratitude. Und ich fange mit dem Fundamentalsten an, nämlich der Dankbarkeit. This has now been investigated scientifically by the School of Positive Psychology. Das wird auch schon längere Zeit wissenschaftlich untersucht von der positiven Psychologie. Starting around the year 2000, a new branch of academic psychology was founded, positive psychology. Um das Jahr 2000 herum ist ein neuer Ableger der akademischen Psychologie gegründet worden, die sogenannte positive Psychologie. And the aim of this science is to find out what makes people happy. Und das Ziel dieser Wissenschaft besteht darin, herauszufinden, was die Menschen glücklich macht. Until then, most psychology had been about what makes people unhappy. Bis dahin ging es in der Psychologie hauptsächlich darum, warum die Menschen unglücklich sind. Which is not surprising, because the people who go to see psychotherapists and psychiatrists are usually people who are having problems. Und das ist auch nicht weiter überraschend, denn Menschen, die zum Psychologen oder Psychiater gehen, sind solche, die irgendwie Probleme haben. But the positive psychologists tried to find out what kind of things make people happy. Aber die positiven Psychologen versuchen herauszufinden, was die Menschen glücklich macht. The most fundamental was being in a state of flow. Und das Grundlegendste ist, sich in einem Zustand des sogenannten Flow zu befinden. And many things could give rise to this state of flow. Und viele Dinge können zu diesem Flow-Zustand führen. For example, singing or dancing, Zum Beispiel singen oder tanzen. being absorbed in work that you really like, Wenn man ganz vertieft ist in einer Arbeit, die man sehr gerne macht. being involved in a good conversation, Wenn man ein gutes Gespräch führt. playing sports. Wenn man Sport betreibt. And these are all examples of things where people feel happy because they feel connected in a state of flow. Und das sind alles Beispiele für Sachen, wo die Menschen sich glücklich fühlen, weil sie sich verbunden fühlen in diesem Flow-Zustand. People generally feel unhappy if they feel disconnected and separate. Im Allgemeinen fühlen sich die Menschen unglücklich, wenn sie sich nicht verbunden fühlen und getrennt fühlen. Or bored or detached. Oder gelangweilt oder so losgelöst von allem. And one of the things they found was that happy people are people who are grateful. Und man hat auch herausgefunden, dass glückliche Menschen dankbare Menschen sind. The critics of this research said, of course these people are grateful. They're grateful because they're happy. Und die Kritiker dieser Forschungen haben gesagt, naja, klar sind die dankbar, die sind halt dankbar, weil sie glücklich sind. So they wanted to find out if they were grateful because they were happy or happy because they were grateful. Und so wollte man herausfinden, ob die Leute dankbar sind, weil sie glücklich sind oder glücklich sind, weil sie dankbar sind. So they did some simple experiments. Also hat man einige einfache Experimente durchgeführt. They divided a group of volunteers into 3 at random. Man hat eine Gruppe Freiwilliger ganz zufällig in 3 Gruppen eingeteilt. The first group was asked to write a list of all the things in the previous week that had made them unhappy or annoyed them. Die erste Gruppe wurde gebeten, eine Liste zu machen und alles aufzuschreiben, was sie in der Vorwoche unglücklich gemacht hatte oder worüber sie sich geärgert hatten. The second group wrote a story about something that had happened in the previous week. Die zweite Gruppe wurde gebeten, einfach eine Geschichte über etwas zu schreiben, das sie in der Vorwoche erlebt hatten. And the third group wrote a list of good things that had happened for which they felt thankful. Und die dritte Gruppe schrieb eine Liste mit Dingen, die gut für sie waren, die schön für sie waren, die sie glücklich gemacht hatten.
And the people who'd written about the things they were grateful for were measurably happier for many days afterwards. Und die Menschen, die die glücklichen Dinge aufgeschrieben hatten, die waren messbar glücklicher noch Tage nachher. This very simple practice had actually affected their happiness. Das war eine ganz einfache Übung, die tatsächlich ihr Glücklichsein beeinflusst hat. The most effective experiment they did involved writing a letter of gratitude. Das wirksamste Experiment, das durchgeführt wurde, war, einen sogenannten Dankesbrief zu schreiben. They wrote a letter to thank someone who had helped them in their lives, who they had not properly thanked until then. Und die Menschen wurden gebeten, einen Dankesbrief zu schreiben an jemanden, der ihnen im Leben geholfen hatte und bei dem sie sich noch nicht bedankt hatten. It could be a teacher, for example, or a member of the family or a friend. Und das kann zum Beispiel ein Lehrer gewesen sein oder ein Familienmitglied oder Freund, Freundin. And then they went to that person, if they were still alive, and read the letter to them. Und wenn die Person noch am Leben war, sind die Leute zu ihr hingegangen und haben den Brief vorgelesen. And people who did this were happier for more than 2 months afterwards. Und Menschen, die das gemacht hatten, waren mehr als 2 Monate nachher noch immer glücklich. There are now many self-help books, especially in America, telling you how to be more grateful, to count your blessings. Es gibt zurzeit sehr viele Selbsthilfebücher, besonders auch in Amerika, wo beschrieben wird, wie man dankbarer sein kann, wie man dankbar sein für alles, was man hat. In my book, after each chapter, I suggest 2 simple practices that anyone can do. In meinem Buch führe ich nach jedem Kapitel 2 einfache Praktiken, Übungen an, die jeder machen kann. And one of the practices of gratitude is a very traditional and simple one, saying thanks before meals. Und eine der Dankbarkeitsübungen ist eine sehr einfache und auch eine sehr traditionelle, nämlich sich vor dem Essen zu bedanken, zu danken. 100 years ago, in most families, people would have said grace before meals, giving thanks before eating together. Vor 100 Jahren war es der Fall, dass in den meisten Familien die Menschen vor dem Essen ein Dankesgebet gesprochen hatten und sich bedankt hatten für das Essen. And this still happens in traditional institutions. Und das passiert in traditionellen Institutionen noch immer. In my college in Cambridge, Clare College, before dinner every evening, a gong is sounded. In meinem College in Cambridge, in Clare College, wird vor jedem Abendessen ein Gong angeschlagen. And then everyone stands up. Und dann stehen alle auf. And the senior person present reads a long Latin grace. Und der älteste Anwesende liest dann auf Latein ein langes Dankesgebet. Probably most people don't understand the Latin. Wahrscheinlich verstehen die meisten Anwesenden das Latein nicht. But it creates a space in which people can give thanks in their own way. Aber dadurch wird einfach ein Raum erschaffen, wo jeder für sich auf seine Art und Weise danken kann. Many families have now stopped doing this as a result of secularization. Und durch die Säkularisierung haben viele Familien jetzt aufgehört, das zu machen. Which often creates an awkward pause before a meal begins. Und dadurch entsteht vor dem Essen oft so eine peinliche Stille. And in England, people often say something like, "Oh, do start, it'll get cold." Und in England sagen die Leute oft, ach, fangt schon mal an, sonst wird's kalt. It's very easy to start saying grace again. Es ist nicht so leicht, wieder anzufangen, wieder das einzuführen, wieder dieses Dankesgebet zu sagen. In my own family, we always hold hands together before we eat. In meiner eigenen Familie halten wir uns immer an den Händen, bevor wir mit dem Essen anfangen. With a period of silence. Und zwar in der Stille. So everyone can give thanks in their own way. Und da kann jeder auf seine eigene Art und Weise sich bedanken. And even when my 2 sons were very rebellious adolescents, they were still happy to do this. Und auch als meine 2 Söhne in ihrer rebellischen, pubertierenden Phase waren, haben sie dennoch immer gerne mitgemacht. When we have more people, usually somebody says a grace. Wenn wir mehr Menschen haben oder Gäste, dann spricht jemand ein Gebet oder Dank. And on special occasions, when there are more people, we sing a grace.
Und zu besonderen Anlässen, wenn mehr Leute da sind, dann singen wir ein Dankesgebet. And the atmosphere completely changes. Und das verändert die Atmosphäre komplett. The singing brings everyone together. Das Singen bringt alle zusammen. And the atmosphere is much more cheerful. Und dann ist die Atmosphäre viel freudiger. And we all feel more connected. Und wir fühlen uns alle mehr verbunden miteinander. The kind of thanks you give depends on your belief system. Welche Art von Danke man ausdrückt, hängt vom eigenen Glaubenssystem ab. If you're a materialist and you think the whole universe is unconscious and all evolution has happened by chance, Wenn man ein Materialist ist und glaubt, dass das Universum kein Bewusstsein hat und dass alles durch zufällige Evolution entstanden ist, you can still give thanks to the people who have prepared the food and grown the food. dann kann man immer noch danken jenen Menschen, die das Essen angebaut haben, die es zubereitet haben. And most people can go further, giving thanks for the earth and the sun and all the conditions that enable the food to be grown. Und die meisten Menschen können auch weitergehen und sich bedanken bei der Erde, bei der Sonne und all den Bedingungen, die dazu beigetragen haben, dass das Essen wachsen konnte. And then the earth and the sun depend on the whole galaxy and the whole cosmos. Und die Erde und die Sonne, die sind natürlich auch verbunden mit der Galaxie, mit dem ganzen Kosmos. And then for those who believe there's a consciousness behind the cosmos, the whole cosmos itself has a source. Und für jene, die glauben, dass ein Bewusstsein hinter dem gesamten Kosmos liegt, der ganze Kosmos hat auch eine Quelle. So there's no limit to how far you can go. Also es gibt keine Grenzen, wie weit man da gehen kann. But just a short silent period is much better than nothing. Aber einfach nur eine kurze Zeit der Stille ist viel besser als gar nichts. And it's something everyone can do and it's completely free. Und das ist etwas, das jeder tun kann und das ist gratis. I want now to say something about meditation. Ich möchte jetzt etwas zur Meditation sagen. 50 years ago, most people had never heard of meditation. Vor 50 Jahren hatten die meisten Menschen noch nie von Meditation irgendwas gehört. But now, millions of people do it all over the world. Aber jetzt ist es so, dass Millionen Menschen weltweit das ausüben. In America, about 18 million people regularly meditate. In Amerika meditieren ungefähr 18 Millionen Menschen regelmäßig. And I'm guessing that quite a lot of people here would meditate. Und ich gehe davon aus, dass bei den hier Anwesenden auch ziemlich viele meditieren. So how many of you meditate or have meditated? Wie viele von euch meditieren oder haben schon mal meditiert? Well, that's certainly a big majority of people in the Also room. das ist der Großteil der Leute im Raum hier. Well, that makes my job easier because I don't need to explain everything about it. Das macht meine Aufgabe leichter, denn da muss ich nicht viel darüber erklären. Most forms of meditation that people do today come from the Buddhist or the Hindu traditions. Die meisten Formen der Meditation, die die Menschen heute ausüben, kommen aus der buddhistischen oder hinduistischen Tradition. But all religions have traditions of meditation. Aber alle Religionen haben Traditionen von Meditation. In Islam, the Sufis have a meditation tradition. Im Islam haben die Sufis eine Meditationstradition. Meditation was going on in some of the earliest monasteries in Christianity. In einigen der frühesten Klöster im Christentum gab es auch Meditation. And has continued to this day in many religious orders. Und in vielen religiösen Orden findet das heute noch statt. In the Eastern Orthodox Church, many people meditate using the Jesus prayer. In der orthodoxen Religion und Tradition meditieren auch viele Menschen mit dem Jesusgebet. And there's also meditation among Jains and among Sikhs and other religious groups. Und es gibt auch Meditation bei den Jains und den Sikhs und allen anderen religiösen Gruppen. There are basically two kinds of meditation. Es gibt so grundsätzlich zwei Arten von Meditation. First kind involves the use of a mantra or a word or a phrase. Die erste Art, da ist ein Mantra oder ein Wort oder eine Phrase mit dabei. Which is repeated over and over again. Und das wird immer wieder und wieder wiederholt.
And the second kind, often called Mindfulness Meditation, Und die zweite Art wird oft Achtsamkeitsmeditation genannt. involves paying attention to the breathing or sensations within the body. Und da geht es darum, dass man auf die Atmung achtet und darauf, was im Körper vor sich geht. Both of these forms of meditation have the effect of splitting the mind. Und beide dieser Meditationsformen haben die Auswirkung, dass der Geist und Verstand getrennt werden. They give a point of view in the mind outside the normal flow of thoughts that we're engaged in. Und die führen zu einem Gesichtspunkt, einem Standpunkt außerhalb des Geistes, des Verstandes, wo alles durchfließt. And it's then possible to see thoughts come and go through the mind like clouds through the sky. Und dann ist es möglich, Gedanken einfach so durch den Geist vorbeiziehen zu sehen, so wie Wolken, die über den Himmel ziehen. And sometimes the thoughts stop. Und manchmal bleiben die Gedanken stehen. And these are sometimes moments of great calmness and peace and joy. Und wenn man dann keine Gedanken hat, sind das oft Momente von großer Friede und Ruhe und von Freude. In the Eastern traditions, it's believed that this enables us to contact the very basis of the mind itself. Und in den östlichen Traditionen glaubt man, dass wir dadurch uns verbinden konnten mit dem Grund des Geistes, der Basis des Geistes selbst. We explore the nature of consciousness through consciousness. Wir erkunden die Natur des Bewusstseins durch das Bewusstsein. I shall come back to the deeper meaning of meditation in a few minutes. In ein paar Minuten kehre ich wieder zurück zur tieferen Bedeutung von Meditation. But starting in the 1970s, the effects of meditation began to be investigated scientifically. In den 1970er Jahren hat man dann angefangen, wissenschaftlich die Effekte, die Auswirkungen von Meditation zu untersuchen. The first studies were done by Dr. Herbert Benson at Harvard Medical School. Die ersten Studien wurden von Dr. Benson in der Harvard Medical School durchgeführt. And he found there were quite big physiological changes that occurred when people were meditating. Und er hat festgestellt, dass es große physiologische Veränderungen gibt, wenn Menschen meditieren. The heartbeat went down, the blood pressure decreased. Zum Beispiel der Blutdruck hat sich gesenkt und der Herzschlag ist langsamer geworden. And there was a decrease in the level of stress hormones in the blood. Und auch die Stresshormone im Blut sind zurückgegangen. He called these effects the relaxation response. Er hat diese Wirkungen die Entspannungsreaktion bezeichnet. And he pointed out that this is to do with the autonomic nervous system, the unconscious nervous system in our bodies. Und er hat dann das so erklärt, dass das mit dem autonomen Nervensystem des Körpers zu tun hat, also mit dem unbewussten Nervensystem. The autonomic nervous system has two sides, like two sides of a coin. Das autonome Nervensystem hat zwei Seiten, so wie die zwei Seiten einer Medaille. The parasympathetic and the sympathetic nervous systems. Das parasympathische und das sympathische Nervensystem. The sympathetic nervous system has got nothing to do with sympathy. Das sympathische Nervensystem hat nichts mit Sympathie zu tun, It's to do with fear. sondern im Gegenteil, es hat mit Angst zu tun. If you're frightened, then it causes your heart to beat quicker and the blood pressure to go up. Wenn wir uns fürchten, dann steigt unser Blutdruck dadurch und unser Herz schlägt schneller. Both through the hormone adrenaline and through direct nervous effects. Und das geschieht durch das Adrenalin, das Hormon und Nervenauswirkungen. And this is so you can get ready to fight or to run away. Und das findet deshalb statt, damit man entweder kämpft oder wegläuft. The parasympathetic system is to do with not being afraid. Und das parasympathische System hat mit dem zu tun, dass man sich nicht fürchtet. Involving being in a state of relaxation. Da fühlt man sich so in einem Entspannungszustand. And only when you're in that state can you make love or eat or go to the lavatory. Und nur wenn man in diesem entspannten Zustand ist, kann man Liebe machen oder essen oder auf die Toilette gehen. If you're in a field being chased by a bull, the sympathetic nervous system is operating very effectively.
Wenn man sich auf dem Feld befindet und von einem Stier verfolgt wird, dann ist das sympathische Nervensystem sehr aktiv. Making it easier for you to run away and your heart beats more. Und da fällt es einem leichter, schnell wegzulaufen und das Herz schlägt schneller. But the last thing you want to do is make love or sit down to dinner. Das Letzte, was man da tun möchte, ist Liebe machen oder sich hinsetzen und was essen. Or go to the lavatory. Oder auf die Toilette gehen. So Benson found that meditation can activate this relaxation response. Benson hat also herausgefunden, dass Meditation diese Entspannungsreaktion aktivieren kann. And in the modern world, many people suffer from chronic anxiety. Und in der modernen Welt leiden viele Menschen an chronischen Angstzuständen. They're afraid, even when they don't need to be afraid, because they're worrying. Sie fürchten sich, auch wenn es gar keinen Grund zum Fürchten gibt, aber sie machen sich Sorgen. And the sympathetic nervous system is activated much more than it needs to be. Und das sympathische Nervensystem ist dann aktiviert, und zwar viel mehr als nötig ist. So that's why meditation can be beneficial purely at the physiological level. Und deshalb kann Meditation sehr nützlich sein auf rein körperlicher Ebene schon. It also has measurable effects on brain activity. Und das hat auch messbare Auswirkungen auf die Gehirnaktivität. It involves a reduction in the activity of something called the default mode network. Also dieses sogenannte Standardzustand-Netzwerk, das wird dadurch beeinflusst und wirkt sich aus drauf. And this is a region of brain activities linked to brain regions linked together that are involved in worrying and rumination and internal dialogue. Und das sind Gehirnregionen, die aktiviert sind und zu tun haben, wenn man sich Sorgen macht, wenn man so nachgrübelt und wenn man ängstlich ist. And that's, of course, connected with this sense of letting go of worrying thoughts. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass in dieser Gehirnregion das sich auswirkt, wenn man diese sorgenvollen Gedanken loslassen kann. Many people who meditate find they sleep better. Viele Menschen, die meditieren, sagen, sie schlafen auch besser. And it also makes it people who do this are less depressed. Und Menschen, die meditieren, sind auch weniger depressiv. In Britain, you can now get a prescription for meditation from a psychiatrist. In Großbritannien kann man jetzt von einem Psychiater ein Rezept, eine Verschreibung für Meditation kriegen. If you're suffering from mild or moderate depression. Wenn man an einer leichten oder mittleren Depression leidet. And this is because it's been found that it works better than antidepressant drugs. Und das passiert deshalb, weil man herausgefunden hat, dass Meditation viel besser funktioniert als antidepressive Medikamente. And has, of course, no side effects. Und hat natürlich auch keine Nebenwirkungen. And from the point of view of the government National Health Service, most importantly, it's cheaper. Und was die Regierung betrifft und das Gesundheitsministerium, es ist natürlich auch billiger. Brain scans have also shown that long-term meditation can cause actual changes in connections within the brain. Und Gehirnscans haben auch gezeigt, dass langes Meditieren tatsächlich Veränderungen im Gehirn bewirkt. So it's actually affecting not just how our brains work, but even their structure. Meditation wirkt sich also tatsächlich aus, nicht nur wie unser Gehirn funktioniert, sondern auf die Gehirnstruktur selbst. But is the benefit of meditation all in the brain and in the body? Aber ist der Nutzen der Meditation, liegt die nur im Gehirn und im Körper? For materialists who think there's no consciousness beyond brains, für die Materialisten, die glauben, dass außerhalb des Gehirns kein Bewusstsein ist, then these benefits are all inside the brain and only in the brain. Für die finden diese nützlichen Auswirkungen nur im Gehirn statt. But traditionally, meditation has been carried out within religious contexts for spiritual purposes. Traditionell gesehen ist aber Meditation ausgeübt worden in einem spirituellen Kontext, in einem religiösen Kontext für spirituelle Sachen. The Hindus explain it most clearly. Die Hindus erklären das am klarsten. Their idea is that the
ultimate consciousness of the universe, Brahman, Ihre Vorstellung ist, dass das ultimative Bewusstsein des Universums, Brahman, is reflected in all other consciousnesses within the universe. dass sich das reflektiert oder spiegelt in allen anderen Bewusstseinen des Universums, They're like fractal versions of the ultimate consciousness. sowie fraktale Versionen des ultimativen Bewusstseins. One of their most familiar metaphors is of buckets of water. Eine der bekannteren Metaphern oder Bildern dafür ist so wie Eimer von Wasser, viele Wassereimer, In which the moon is reflected. in denen sich der Mond spiegelt. In every bucket you see a moon, In jedem Eimer sieht man einen Mond gespiegelt. but these are all reflections of the one moon that's reflected in thousands of different buckets. or Aber das millions. sind alles Reflexionen von nur einem Mond, der sich spiegelt in Tausenden oder Millionen Wassereimern. And we can understand something about the nature of the ultimate mind through experiencing the nature of our own minds. Und wir können etwas über die Natur des ultimativen Geistes verstehen, indem wir unseren eigenen Geist erkennen. And the ultimate mind, according to the Hindus, has three aspects. Und der ultimative Geist hat den Hindus entsprechend drei Aspekte. Sat, Chit, Ananda. Und Sat, Chit und Ananda. And Sat is being, the ground of consciousness. Und Sat ist das Sein, so der Grund des Bewusstseins. Chit is knowledge or consciousness, Und Chit ist Wissen oder Bewusstsein. names and forms, Namen und Formen gehören dazu. things you can know. Dinge, die man wissen kann, die man erkennen kann. And Ananda is joy or bliss. Und Ananda ist Freude oder Glückseligkeit. When we meditate and we become detached from the train of thoughts and ideas and words going through our mind, Wenn wir meditieren und uns loslösen von den Vorstellungen und Gedanken und allem, was uns so durch den Geist zieht, we come into connection with Sat, the ground of all being. und dann kommen wir in Verbindung mit Sat, diesem Grund von allem Sein. And insofar as we connect with this ultimate mind, Und damit verbinden wir uns auch mit diesem ultimativen Geist. we experience joy, Wenn wir das tun, dann empfinden wir Freude, because that's the nature of the ultimate mind. denn das ist die Natur des ultimativen Geistes. The Christian conception of the Holy Trinity is rather similar. Die christliche Vorstellung der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit ist sehr ähnlich. There are three modes or aspects of God's being. Es gibt drei Modi oder Aspekte von Gott. The first is the ground of conscious being itself. Das erste ist der Grund, das Wesen, das Bewusstsein selbst. When Moses asked God his name, Als Moses Gott nach seinem Namen fragte, God said, I am that I am. sagte Gott, ich bin, was ich bin. A statement of conscious, subjective being. Das ist eine Aussage vom bewussten, subjektiven Sein, The Sat principle. das Sat-Prinzip. The second person of the Trinity is the Logos principle. Und der zweite Aspekt der Trinität ist das Logos-Prinzip. Words and forms. Das sind Worte und Formen. And the third aspect is the Spirit, Und der dritte Aspekt ist der Geist. which is also the source of joy and love. Und das ist auch eine Quelle von Freude und von Liebe. St. Augustine, in his interpretation of the Holy Trinity, Der heilige Augustus hat auch die Dreifaltigkeit interpretiert. said that it represented the knower, the known, and the joy of knowledge. Und der hat gesagt, das ist der Wissende, das Wissen selbst und die Freude über das Wissen. Which is very similar to Sat, Chit, Ananda. Und das ist sehr ähnlich dem Sat, Chit und Ananda. So traditionally, people have meditated because it connects them with this ultimate source of consciousness. Also traditionell haben Menschen meditiert, weil sie dadurch in Verbindung kommen mit dieser ultimativen Quelle vom Bewusstsein. But it works whatever you believe. Aber es funktioniert ganz gleich, was man glaubt. And many people who do it just simply for the health benefits.
Und viele Menschen, die einfach meditieren aus gesundheitlichen Gründen, still have a materialist belief system. haben dennoch ein materialistisches Glaubenssystem. But as they continue with their meditation, perhaps their point of view will change. Aber wenn sie eben weiterhin meditieren, kann es sein, dass sich ihr Gesichtspunkt verändert. It's a choice we all have to make. Es ist eine Wahl, eine Entscheidung, die wir alle zu treffen haben. Do we think that the theory is more important or the experience? Glauben wir, dass die Theorie wichtiger ist oder die Erfahrung selbst? The materialist theory is that matter is primary and consciousness is just produced by brains as a kind of byproduct of physical activity. Und die materialistische Weltsicht ist, dass die Materie primär ist und das Bewusstsein ist einfach nur so ein Nebenprodukt durch die Gehirnaktivität. Or is consciousness primary? Oder ist das Bewusstsein primär? And all spiritual experiences are about connecting with a greater consciousness than our own. Und bei allen spirituellen Praktiken geht es darum, dass man sich verbindet mit einem Bewusstsein, das größer ist als unser eigenes. Now I want to say a few words about rituals. Und jetzt möchte ich einige Worte zu Ritualen sagen. One kind of ritual is the rite of passage. Eine Art von Ritual ist der Übergangsritus. All societies have these rituals, Alle Gesellschaften haben solche Rituale. which mark the transition from one social role to another. Und die bezeichnen den Übergang von einer Rolle in der Gesellschaft in eine andere hinein. The most fundamental are the rites surrounding birth and death. Die fundamentalsten sind natürlich die Riten bei der Geburt und beim Tod. Marriage is, of course, another rite of passage. Eine Hochzeit ist natürlich ein weiterer Übergangsritus. From being a single person to being a founder of a new family. Dass man nicht mehr Single ist, alleinstehend ist, sondern eine Familie gründet. And many societies have rites of passage in adolescence as people pass from adolescence to maturity as a man or a woman. Und in vielen Gesellschaften gibt es Rituale so am Ende der Pubertät, wo man von der Kindheit in das Erwachsenenalter übergeht. These often involve the theme of death and rebirth. Und da ist oft das Thema von Tod und Wiedergeburt vorhanden. You die to your old role and you're born in a new way. Man stirbt in der alten Rolle und wird auf neue Art und Weise wieder geboren. And I think some of these rites of passage do actually involve the experience of dying and being born again. Und ich glaube, dass einige dieser Rituale tatsächlich die Erfahrung des Sterbens und Wiedergeborens mit sich bringen. We know more about these experiences than ever before. Jetzt wissen wir viel mehr über solche Erfahrungen als je zuvor. Near-death experiences have now been studied scientifically. Nahtoderfahrungen werden auch schon wissenschaftlich studiert. And they're more common today than they've ever been before. Und heute gibt es sie häufiger als je zuvor. Many people 50 years ago would have died of heart attacks or medical emergencies, and today many people survive because of modern medicine. Vor 50 Jahren sind viele Leute an Herzinfarkten oder sonstigen medizinischen Notfällen verstorben, aber durch unsere moderne Medizin werden sie wieder zurück ins Leben gebracht. So near-death experiences are more common in the modern world than they've ever been. In der modernen Welt sind also Nahtoderfahrungen viel häufiger als in der Vergangenheit. And typically, as you probably know, people who have these experiences first find themselves floating out of their body. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die typische Erfahrung so von solchen Menschen, dass sie sich zuerst über ihrem Körper schwebend erleben. Looking down from above, often seeing nurses and doctors doing things to their body. Wo sie von oben herunterschauen und sehen können, wie Ärzte oder Krankenschwestern an ihrem Körper versuchen, sie zu beleben. Then they find themselves going through a tunnel. Und dann sehen sich diese Leute oder finden sich durch so einen Tunnel gehen. And emerging into a realm of light and peace and love. Und dass sie dann herauskommen in einem Bereich von Licht und Liebe und Frieden. Where they're welcomed by loving beings, sometimes dead relatives. Wo sie dann willkommen geheißen werden von liebevollen Wesen, manchmal verstorbenen Verwandten.
they feel an extraordinary happiness. Und da fühlen sie ein großes Glücksgefühl. But it doesn't last long because they have to go back, because it's only a near-death experience. Aber dieses Glücksgefühl dauert nicht lange an, weil sie müssen ja zurück. Es war ja nur eine Nahtoderfahrung. So now there have been many studies of these, including in operations where the brain has been monitored during the operation. Und jetzt gibt es viele Studien zu diesen Erlebnissen und sogar auch während Operationen, wo das Gehirn bei der Operation beobachtet wird und gemessen wird, was da passiert. And in those cases, people have these experiences when their brain shows no activity at all. Und in diesen Fällen erleben diese Erfahrungen, auch wenn im Gehirn keine Aktivität sichtbar ist. People who've had these experiences very often say it's the most important experience of their life. Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, sagen oft, das war die allerwichtigste Erfahrung meines Lebens. They lose the fear of death very often. Und sehr oft verlieren sie die Angst vor dem Tod. And become more spiritual and more loving people. Und werden spirituellere und liebevollere Menschen. Now, I think that some religious rituals deliberately induce near-death experiences. Ich glaube nun, dass einige religiöse Rituale absichtlich Nahtoderfahrungen induzieren, hervorbringen. And one of these is baptism. Und eines davon ist die Taufe. John the Baptist, according to the New Testament, was baptizing thousands of people who were flocking to the River Jordan. Im Neuen Testament heißt es, dass Johannes der Täufer tausende Menschen getauft hat, die zum Jordan hingeströmt sind zu ihm. And they queued up on the bank of the Jordan, I suppose. Und ich nehme an, die haben sich so am Flussufer so angestellt und versammelt. And then one by one, they went into the river and he held them under. Und dann einzeln, einer nach dem anderen, sind sie in den Fluss gegangen und er hat sie dann untergetaucht. And when they'd come up and recovered from this, many thought their lives had been changed completely. Und als die Leute dann wieder auftauchten und sich erholten, haben viele so wahrgenommen, dass sich ihr Leben jetzt vollkommen verändert hat. The conventional view of this phenomenon is that it was a symbolic representation of a near-death experience by drowning. Die traditionelle Sichtweise von dem ist, dass das so eine symbolische Handlung war, dieser Nahtoderfahrung, also ein symbolisches Ertränkt werden oder Ertrinken und wieder aufstehen. But why have a symbolic experience when you can have the real thing? Aber warum soll man etwas nur symbolisch haben, wenn man das Echte haben kann, das ganze Paket? It only takes about 2 minutes longer. Und das dauert auch nur 2 Minuten länger. In other words, I'm suggesting that John the Baptist was a drowner. Und mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass Johannes der Täufer ein Ertränker war. And it's possible he lost a few. Es kann schon sein, dass ihm einige verloren gegangen sind. But that was before liability litigation. Aber das war auch eine Zeit, wo er noch nicht verklagt werden konnte dafür. These people's lives were totally changed by this experience. Und das Leben dieser Menschen wurde durch diese Erfahrung total verändert. Including the life of Jesus. Einschließlich auch des Lebens von Jesus selbst. This was the first moment when he had this sense of being totally connected with God and had a sense of his mission on earth. Also nach der Taufe, das war dieser erste Moment, wo er wirklich wusste, wer er war, diese Verbindung, totale Verbindung mit Gott und über seine Mission und Aufgabe auf der Erde. And his baptism was immediately followed by going on a vision quest into the wilderness for 40 days and 40 nights fasting. Und nach dieser Taufe ging er sofort auf eine Visionssuche in die Wildnis, in die Wüste für 40 Tage und Nächte und fastete dort. Within a few generations, the early Christians had stopped baptism by total immersion. Nach einigen Generationen haben die frühen Christen dann diese Taufe durch das ganze Eintauchen, volle Eintauchen, haben damit aufgehört. And instead were baptizing babies by sprinkling water. Und stattdessen haben sie dann die Babys getauft, indem sie sie so mit Wasser besprenkelten. And this really was just symbolic. Und das war natürlich nur symbolisch mehr. In the ferment of religious ideas at the Reformation,
In der Reformation, als alle diese religiösen Ideen aufkochten, some radical Protestants read the Bible and read about John the Baptist and the original form of baptism. haben einige radikale Protestanten die Bibel genau gelesen und auch über Johannes den Täufer und auch über seinen Taufen. And said we should do that again. Und dann sagten sie, das sollten wir auch wieder machen. They were called Anabaptists. Und man nannte diese Menschen die Anabaptisten. Ana means again. Und Anna bedeutet wieder. So they believed people should be baptized again by total immersion. Und sie glaubten also, Menschen sollten wieder getauft werden durch ganzes Eintauchen. And they started doing this in Germany and Holland and in England. Und sie fingen an, das zu tun in Deutschland und in Holland und auch in England. And members of these groups became extremely radical. Und Mitglieder dieser Gruppen wurden extrem radikal. They said that they had died and they had been born again and they had seen the light. Und sie sagten, sie waren gestorben und sind wiedergeboren worden und sie haben das Licht gesehen, Their lives had been transformed. dass ihr Leben transformiert werde. If they'd had near-death experiences induced by drowning, this would be literally true. Und wenn sie Nahtoderfahrungen da gemacht hatten durch nahezu Ertränken, kann das buchstäblich gestimmt haben. This group of people were not popular with the established church authorities. Die etablierten Kirchen haben diese Leute nicht sehr gemocht, die waren nicht sehr beliebt. Either Protestant or Catholic. Nicht beliebt bei den Protestanten und auch nicht bei den Katholiken. Because they challenged their authority. Denn die haben die Autorität dieser Gruppen herausgefordert und hinterfragt. By saying that they'd had this direct experience. Indem sie sagten, dass sie selbst diese direkte Erfahrung gemacht haben. So they were persecuted. Und so wurden sie verfolgt. And when the opportunity came in the 17th century, many of them went to America. Und als sich im 17. Jahrhundert die Gelegenheit ergab, sind viele davon nach Amerika gegangen. Where they founded the Baptist churches and the Mennonite and the Amish churches. Und dort haben sie dann die Baptistenkirche gegründet und die Mennonitische Kirche und die Amish. And to this day, members of those churches say that their religious faith is about dying, being born again and seeing the light. Und bis heute sagen die Gläubigen dieser Kirchen, dass es bei ihnen darum geht, zu sterben, wiedergeboren zu werden und das Licht zu sehen. I think it's unlikely that many people today are baptized to that extent because I think they'd be afraid of liability litigation. Ich glaube, heutzutage ist es unwahrscheinlich, dass diese Taufen bis in dieses Extrem gehen, weil ich glaube, die haben schon Angst, dass man sie dann verklagt, wenn das stattfindet. But this whole religious movement makes much more sense when you think of it in the light of near-death experiences. Aber diese ganze religiöse Bewegung ergibt viel mehr Sinn, wenn man sich das überlegt mit dem Hintergrund der Nahtoderfahrung dabei. Our society doesn't provide very good rites of passage for young people. In unserer Gesellschaft gibt es keine guten Übergangsriten für junge Menschen. And I think that's one reason why so many people seek for rites of passage through psychedelic drugs. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum so viele Menschen einen gewissen Übergangsritus suchen, indem sie psychedelische Drogen nehmen. Some psychedelic drugs induce near-death experiences. Einige psychedelische Drogen induzieren Nahtoderfahrungen. Particularly the very intense psychedelic DMT, dimethyltryptamine. Ganz besonders das intensive psychedelische Substanz DMT, Dimethyltryptamin. Its effects last only about 10 minutes. Und die Wirkung dauert nur ungefähr 10 Minuten. But many people who take it find that they go through a kind of tunnel and emerge into a realm of light. Aber viele Menschen, die es nehmen, beschreiben, dass sie das Gefühl haben, durch einen Tunnel zu gehen und dann im Licht herauszukommen. Where they experience complete bliss and joy. Wo sie dann komplette Glückseligkeit und Freude erleben. And then they have to come back again. Und dann müssen sie wieder zurückkehren. Some people have these experiences on LSD. Manche Menschen machen diese Erfahrungen auch auf LSD. In the 1960s, the psychologist Stan Grof
was investigating the effects of LSD in Czechoslovakia. In den 1960er Jahren hat der Psychologe Stan Grof die Effekte von LSD in der Tschechoslowakei damals noch untersucht. And later in the United States. Und später ging er dann in die Vereinigten Staaten. He studied more than 2,500 people who took LSD. Er hat mehr als 2500 Menschen studiert, die LSD nahmen. And he found that many of them had an experience that was very interesting. Und er hat gefunden, dass viele eine Erfahrung machen, die sehr interessant ist. They had the experience of being constricted and trapped in a small space. Nämlich die Menschen hatten die Erfahrung, dass sie so eingeengt und wie gefangen auf ganz kleinem Raum waren. A terrible feeling of being suffocated and compressed. Ein schreckliches Gefühl, so wie zusammengepresst zu werden und fast zu ersticken. And then they found themselves going through a kind of tunnel. Und dann fanden sich die Leute durch eine Art Tunnel gehen. And emerging into the light. Und dann kamen sie ins Licht heraus. Where they often experience great joy. Wo sie dann oft große Freude erlebten. Stan Grof interpreted this in terms of the Jungian archetype of birth. Und Stan Grof hat das interpretiert gemäß dem Jungschen Archetypus der Geburt. When we're in the womb, just before we're born, we're compressed. Im Bauch der Mutter befinden, kurz vor der Geburt, sind wir so zusammengequetscht. The contractions of the mother's womb crush us. Die Wehen der Mutter, die drücken uns zusammen. We're trapped and we're in a very narrow space that we want to get out of. Wir sind da wie gefangen und sind ganz auf engem Raum und wir wollen da raus. And then we go through a tunnel, the birth canal. Und dann gehen wir durch einen Tunnel, den Geburtskanal, and emerge into the light. Und kommen ins Licht heraus. Stan Grof thinks that these near-death experiences and also experiences of rebirth, which some people have, tap into this archetype. Und Stan Grof glaubt, dass diese Geburtserfahrung, auch diese Erfahrungen von Wiedergeburt, die viele Leute haben, dass die sich zu tun haben und verbinden mit diesem Archetypus. Unfortunately, many young people have these experiences under very bad circumstances. Leider ist es so, dass viele junge Menschen diese Erfahrungen unter sehr schlechten Umständen machen. Without an experienced person to guide them. Ohne eine erfahrene Person, die sie da durchführen und leiten kann. And in conditions where they're not safe. Und unter Bedingungen, wo sie nicht sicher sind, keine Sicherheit haben. And some of them have psychotic breakdowns as a result. Und als Ergebnis davon haben einige entwickeln Psychosen. But there are now people who are actually guiding these sessions in the context of religions. Und es gibt jetzt einige Menschen, die solche Sitzungen führen und anleiten in einem religiösen Kontext. The Amazonian brew, Ayahuasca, contains DMT. In diesem Gebräu im Amazonas, im Ayahuasca, ist DMT enthalten. And has been used traditionally in shamanic societies in South America. Und in Südamerika wird das traditionell in schamanischen Gesellschaften verwendet. There are now thousands of people traveling to Peru and other countries to have ayahuasca experiences led by shamans. Und es gibt jetzt tausende Menschen, die nach Peru reisen und in südamerikanische Länder, um dort eine Ayahuasca-Zeremonie mit Schamanen durchzumachen. Or neo-shamans who've learned it on online courses in a few days. Oder so Halbschamanen, die das irgendwie am Wochenende in einem Online-Kurs gelernt haben. Meanwhile, in Brazil, there are several psychedelic Christian churches. In Brasilien gibt es einige psychedelische christliche Kirchen. The Roman Catholic Church sent missionaries to the Amazon to convert traditional people. Die katholische Kirche hat Missionare in den Amazonas geschickt, um diese traditionellen Menschen zu bekehren. Who took psychedelics as ayahuasca as part of their traditional culture. Also diese Leute, die Ayahuasca genommen haben als Teil ihrer traditionellen Kultur. And I suppose it was only a matter of time before psychedelic churches emerged as a result. Und ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit, bis als Ergebnis davon psychedelische Kirchen entstanden sind. And one of these is called Santo Daime.
Und eine davon nennt sich Santo Daime. which now has many followers in Brazil, where it's legal. Und diese Kirche hat jetzt viele Anhänger in Brasilien, wo das eine legale Kirche ist. And they send missionaries to Europe, where there are now hundreds of Santo Daime churches operating underground. Und die haben Missionare nach Europa geschickt, wo es jetzt im Untergrund viele tausende Anhänger dieser Santo Daime Kirchen gibt. And in their ceremonies, people drink ayahuasca as a communion. Und in ihren Zeremonien trinken die Menschen Ayahuasca, so wie bei der Kommunion. So this is a very interesting feature of contemporary spiritual evolution. Das ist also ein sehr interessantes Merkmal der gegenwärtigen zeitgenössischen spirituellen Evolution. I want now to turn to commemorative rituals. Ich möchte mich nun den Gedenkritualen zuwenden. All cultures have stories about their origins, In allen Kulturen gibt es Geschichten über ihren Ursprung. which are myths or stories. Und das sind Mythen oder Geschichten. And many cultures have rituals which reenact the origin story. Und in vielen Kulturen gibt es Rituale, die diese Ursprungsgeschichte wieder hochleben lassen. By taking part in the rituals, you become part of that culture, Indem man teilnimmt an dem Ritual, wird man Teil dieser Kultur. and you're connected back to the very first time it happened. Und man ist wieder verbunden bis hin zum ersten Mal, wo das geschah. One example is the Passover ritual of the Jewish people. Und ein Beispiel dafür ist das Passa-Ritual des jüdischen Volkes. When they were slaves in Egypt, Moses tried to get the Pharaoh to let them go. Und als die Juden Sklaven waren in Ägypten hat Moses versucht, den Pharao zu überzeugen, die Juden ziehen zu lassen. And to try and persuade the Pharaoh, there were a series of curses unleashed on the Egyptian people. Und um den Pharao zu überzeugen davon, wurden so Flüche oder Plagen über das ägyptische Volk gebracht. The 10th of these curses was the killing of all the firstborn sons of the Egyptians. Und die 10. dieser Plagen war, dass der erstgeborene Sohn aller Ägypter getötet wurde. The Jewish people escaped because Moses told them to kill a sheep and put the blood of the sheep on the doorway of their house. Und die Juden sind dem entkommen, weil Moses ihnen gesagt hatte, sie sollen ein Schaf töten und das Blut des Schafes über den Türrahmen streichen. Then they cooked the sheep and ate it with bitter herbs. Und dann haben sie das Schaf selbst zubereitet und mit bitteren Kräutern zubereitet und es dann gegessen. And they were passed over, they were not killed. Und so sind sie diesem Fluch, dieser Plage entgangen und die Kinder wurden nicht getötet. And the next day the Pharaoh told them to go. Und am nächsten Tag hat der Pharao dann nachgegeben und hat sie ziehen lassen, To start their journey through the wilderness to the promised land. damit sie dann auf ihre Reise gingen durch die Wildnis in das gelobte Land. Every year, Jewish people reenact this Passover dinner. Und jedes Jahr machen die Juden wieder dieses Passa-Essen, enacten das, also führen es nochmal durch. They eat the sheep and the bitter herbs. Sie essen das Schaf und die bitteren Kräuter. And they tell the story of the first Passover. Und sie erzählen dabei die Geschichte dieses ersten Passa-Festes. By taking part in this, people become Jewish. They become aware of their Jewish identity. Indem die Menschen daran teilnehmen, werden sie Juden. Sie werden sich bewusst ihrer jüdischen Identität. Which connects them back to all those who've done it before, right to the very first Passover. Und das verbindet sie wieder zurück mit jenen, die das alle vor ihnen auch gemacht haben, bis zurück zu diesem ersten Passa-Ereignis. Similarly, the Christian Holy Communion is a reenactment of the Last Supper of Jesus with his disciples. Und ebenso ist es, dass die christliche Kommunion wieder so ein Nachmachen ist dieses letzten Abendmahls, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Which was itself a Passover dinner. Das selbst auch so ein Passa-Essen war. And those who take part in the ritual of eating the bread and drinking the wine in the communion ritual. Und jene, die teilnehmen an diesem Ritual, das Brot zu essen und den Wein zu trinken,
affirm their identity as Christians, die bestätigen damit ihre Identität, Christen zu sein. linking them to the Christian community, Und das verbindet sie mit der christlichen Gemeinschaft and to all those who've done it before. und mit all jenen, die das bisher gemacht haben. The same principles apply to secular rituals. Und die gleichen Prinzipien treffen zu auf säkuläre Rituale. The American Thanksgiving dinner, for example, is celebrated every November. Zum Beispiel immer im November wird in Amerika Thanksgiving gefeiert und ein Essen dazu. And it reenacts the original Thanksgiving dinner of the first settlers in New England. Und da wird auch das ursprüngliche erste Thanksgiving-Essen der ersten Siedler in Neuengland wird dessen gedacht. Who in 1619 gave thanks for their first year of survival in the New World. Die im Jahre 1619 damit gedankt haben für das erste Jahr, das sie in der neuen Welt überlebt hatten. By taking part in this, Americans become aware of their American identity. Indem die Amerikaner daran teilnehmen und das machen, werden sie sich wieder ihrer amerikanischen Identität bewusst. And are connected with all those who've done it before them, right back to the first Thanksgiving. Und verbinden sich damit mit all jenen, die das vor ihnen schon immer gemacht haben, bis zurück zum ersten Thanksgiving-Essen. One of the features of rituals is that they're very conservative. Eines der Merkmale von Ritualen ist, dass sie sehr konservativ sind. They often involve ritual languages, which are often archaic languages. Oft werden rituelle Sprachen eingesetzt, die archaische Sprachen sind. For example, the Brahminic rituals of India are in Sanskrit. Zum Beispiel die brahmanischen Rituale in Indien sind in Sanskrit. The liturgy of the Coptic Church in Egypt is in ancient Egyptian. Die Liturgie der koptischen Kirche in Ägypten ist in Altägyptisch. The liturgy of the Russian Orthodox Church is in Old Slavonic. Und die Liturgie der russisch-orthodoxen Kirche ist im alten Slawonisch, in der slawonischen Sprache. Why is it that all around the world we find this conservatism in rituals? Warum ist das der Fall, dass weltweit diese Rituale so konservativ sind? Well, I think there's a possible scientific explanation in terms of morphic resonance. Ich glaube, dass es eine mögliche wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, wenn man die morphische Resonanz in Betracht zieht. For those of you not familiar with the idea, I'll give a very brief summary. Für jene, die nicht vertraut sind mit dieser Vorstellung, werde ich sie kurz zusammenfassen. This is the idea that there's a kind of memory in nature. Das ist die Vorstellung, dass es in der Natur eine Art Gedächtnis gibt. The so-called laws of nature are more like habits. Die sogenannten Naturgesetze sind mehr Gewohnheiten. Each species has a collective memory Jede Spezies hat ein kollektives Gedächtnis on which individuals draw and to which they contribute. und aus diesem kollektiven Gedächtnis ziehen die Individuen Wissen heraus und tragen auch welches bei. And this is rather like Jung's idea of the collective unconscious in humans. Und das ist sehr ähnlich dieser Idee von Jung mit dem kollektiven Bewusstsein bei Menschen. Morphic resonance is a hypothesis that suggests there's a connection across time Die morphische Resonanz ist eine Hypothese, die besagt, dass es eine Verbindung durch die Zeit gibt. between similar patterns of activity, Und zwar zwischen ähnlichen Aktivitätsmustern. a kind of resonance, Eine Art Resonanz also, depending on similarity. die von der Ähnlichkeit abhängt. The more similar, the stronger the resonance. Je ähnlicher etwas ist, desto stärker ist die Resonanz. This is a testable scientific hypothesis, Das ist eine wissenschaftliche Hypothese, die man überprüfen kann. and it's already been tested in many ways. Und sie ist schon auf viele verschiedene Arten überprüft worden. One prediction is, for example, that if you train rats to learn a new trick in Vienna, Zum Beispiel ist eine Theorie, wenn man Ratten in Wien beibringt, einen neuen Trick zu können, then rats all over the world should be able to learn it quicker thereafter. und dann sollten nachher alle Ratten weltweit diesen Trick schneller beherrschen und lernen können. And surprisingly, there's already evidence that this happens. Und überraschenderweise gibt es bereits Beweise dafür, dass das tatsächlich so passiert.
It should be getting easier for people to learn things that other people have already learned. Es sollte also leichter sein für Leute, Dinge zu lernen, die andere bereits gelernt haben. Like snowboarding or skateboarding, for example. Zum Beispiel auch Snowboarden oder Skateboarden. Or playing computer games. Oder Computerspiele zu spielen. So, in the light of this hypothesis, if we look again at rituals, wenn wir im Lichte dieser Hypothese uns wieder die Rituale betrachten, we see that all over the world, when people do things as similarly as possible in a ritual, dann sehen wir, dass weltweit, wenn Menschen Dinge in einem Ritual immer so ähnlich oder gleich wie möglich wieder tun, they create the conditions for resonance with people who've done it in the past. Dann erschaffen sie Bedingungen der Resonanz mit jenen Menschen, die das in der Vergangenheit gemacht haben. There's a resonance across time. Es gibt eine Resonanz, die durch die Zeit geht. A presence of the past. Eine Gegenwart der Vergangenheit. A connection with the ancestors and all who've done it before. Eine Verbindung mit den Vorfahren und all jenen, die das vorher schon gemacht haben. And a potential connection with all those who come afterwards, who will do it in the future. Und eine potenzielle Verbindung mit all jenen, die nachkommen, die das in der Zukunft dann machen werden. And this is exactly what people who carry out rituals think that they're doing. Und das ist genau das, was Menschen, die Rituale abhalten, glauben, dass sie tun. Now finally, I want to say a few words about pilgrimage. Und schließlich möchte ich noch einige Worte zu Pilgerreisen sagen. All of us have ancestors who were hunter-gatherers. Wir alle haben Vorfahren, die Jäger und Sammler waren. In Northern Europe, agriculture has only been going on for about 5,000 years. In Nordeuropa gibt es die Landwirtschaft erst seit ca. 5000 Jahren. Before that, our ancestors made their living by hunting and gathering. Und vorher haben unsere Vorfahren durch Jagen und Sammeln ihr Leben bestritten. Hunters and gatherers have to move around. Jäger und Sammler müssen in Bewegung sein. They can't wait for animals to come to them or plants to just grow around where they're camping. Sie können nicht warten, dass die Tiere einfach zu ihnen kommen oder die Pflanzen einfach um sie herum wachsen. And typically, they go in a cycle around a series of places through the year. Und typischerweise bewegen sie sich so in Zyklen im Jahreskreis, im Jahresverlauf. The Australian Aborigines have something called songlines. Die australischen Aborigines haben die sogenannten Songlines, Where they sing the story of the places they go to each year. Wo sie die Lieder der Plätze, an die sie jedes Jahr gehen, singen. And in their journey there are special places that they visit over and over again. Und auf ihrer Reise gibt es so spezielle, bestimmte Orte, die sie immer wieder und wieder besuchen. With special histories and significance. Plätze, die eine besondere Geschichte haben und eine besondere Bedeutung haben. When people settled and started farming, Als die Menschen sesshaft wurden und anfingen Landwirtschaft zu betreiben, they were no longer nomadic, waren sie keine Nomaden mehr. but they created ceremonial centers, Aber sie erschufen sich zeremonielle Zentren, like Stonehenge in England, wie zum Beispiel Stonehenge in England. which was not in the center of a city. Und das befand sich nicht in der Mitte einer Stadt, There were no cities. denn es gab keine Städte. It was a ceremonial center where people gathered for ceremonies, particularly at the solstices. Es war ein zeremonieller Ort, ein Platz, wo sich die Menschen versammeln, ganz besonders zu Sonnenwenden. And they went on a journey there for this festival and then they went home. Und um zu diesem Festival zu gelangen, begaben sie sich auf eine Reise und nachher reisten sie wieder nach Hause. And this was a kind of proto-pilgrimage. Und das war so eine Art Proto-Pilgerreise, ein Vorläufer davon. Pilgrimage is found in every religious culture in the world. In jeder religiösen Kultur der Welt findet man Pilgern. Muslims go to Mecca Die Muslime gehen nach Mekka or to the holy places in Jerusalem like the Dome of the Rock. oder zu den heiligen Plätzen in Jerusalem, zum Beispiel zum Felsendom. Buddhists go to the place where the Buddha was born and where he was enlightened. Und die Buddhisten gehen an den Ort, wo Buddha geboren wurde und wo er die Erleuchtung erlangte.
Hindus go to Mount Kailash in the Himalayas, Die Hindus, die gehen zum Kailash im Himalaya or the source of the Ganges, oder zur Quelle des Ganges or the holy city of Varanasi, oder zur heiligen Stadt Varanasi or some of the many temples in India. oder zu einem der vielen Tempel in Indien. And in Europe, in the Middle Ages, there were hundreds of pilgrimage routes. Und in Europa gab es im Mittelalter hunderte Pilgerrouten. In England, the most important were Canterbury, In England war die wichtigste Canterbury, the Cathedral of Canterbury, where the shrine of St. Thomas Becket, who was martyred. und dort in der Canterbury Cathedral befindet sich der Schrein von Thomas Becket, der ein Märtyrer war. And the other great place, the other second most important place of pilgrimage was the shrine of the Black Madonna in Walsingham in Norfolk. Und der zweite wichtige Pilgerschrein war der Schrein der schwarzen Madonna in Norfolk in Walsall. In the Protestant countries, there was a tremendous change in consciousness at the Reformation. Und in den protestantischen Ländern gab es in der Reformation einen großen Bewusstseinswandel. Pilgrimage was suddenly banned. Und Pilgerreisen wurden plötzlich verboten. In an edict in 1538 in England, pilgrimage was made illegal and it was suppressed by the army. Und 1538 gab es ein Edikt in England, dass Pilgerreisen verboten waren und das wurde alles unterdrückt und verfolgt. The sacred shrines were destroyed Und die heiligen Schreine wurden zerstört. and the monasteries were dissolved, Und die Klöster wurden aufgelöst. and those had provided the infrastructure for pilgrimage. Und die Klöster hatten diese Infrastruktur für die Pilgerreisen bereitgestellt. Places where people could sleep or get food. Das waren Orte, wo Menschen übernachten konnten oder was zu essen bekamen. And the image of the Black Madonna from Walsingham was burned in a public bonfire. Und das Bild der schwarzen Madonna in Walsingham wurde in einem öffentlichen Feuer verbrannt. Similar things happened in North Germany and in Scandinavia, in the other Protestant countries. Und ähnliche Dinge passierten in Skandinavien und Norddeutschland als in den anderen protestantischen Ländern. I think this left a kind of vacuum in the soul of English people. Und ich glaube, das hat in der Seele der Engländer so ein Vakuum, eine Leere hinterlassen. Which is why, after a few generations, the English invented tourism. Und das ist der Grund, warum nach einigen Generationen die Engländer dann den Tourismus erfanden. Tourism is a kind of secularized pilgrimage. Der Tourismus ist so eine Art säkularisierte Pilgerreise. Tourists still go to the great sacred places. Und die Touristen fahren noch immer an diese großen heiligen Stätten. The temples in Egypt or in India. Die Tempel in Ägypten oder in Indien. The great cathedrals of Europe. Und auch die Touristen fahren zu den großen Kathedralen in Europa. I went to St. Stephen's this afternoon. I could hardly get through the door. There were so many people. Ich war heute Nachmittag, wollte ich in den Stephansdom, ich kam knapp durch, so viele Leute waren da. So they go to all the sacred places, but they don't know what to do when they get there. Die Leute fahren also an all diese heiligen Orte, wissen aber nicht, was sie tun sollen, wenn sie mal dort sind. In a traditional pilgrimage, you go with an intention. In einer traditionellen Pilgerreise hat man eine Intention, eine Absicht, wenn man geht. To give thanks, for example. Zum Beispiel, dass man sich bedankt. Or to ask for healing. Oder dass man um Heilung bittet. Or other blessings. Oder einen anderen Segen. Or inspiration. Oder für Inspiration. When you get there, you make an offering. Und wenn man dorthin kommt, bringt man eine Opfergabe dar. Hindus and Buddhists, for example, offer garlands of flowers. Hindus und Buddhisten zum Beispiel haben diese Blumenkränze und Girlanden, die sie hingeben. Or coconuts. Oder Kokosnüsse. So there's an offering, and then in India, people, before they go into the temple, walk around it to make it the center. Also es gibt diese Opfergabe und in Indien, bevor die Leute in den Tempel reingehen, gehen sie erst einmal drum herum und kreisen ihn. In India they do it clockwise. In Indien machen die Leute das im Uhrzeigersinn. In Mecca the Muslims do it anti-clockwise. In Mekka machen die Muslime das gegen den Uhrzeigersinn. So there are different cultural traditions.
Es gibt also unterschiedliche kulturelle Traditionen. But the idea is to make the sacred place the center. Aber die Vorstellung ist, dass man den heiligen Ort umrundet und ihn damit zum Mittelpunkt macht. And then the pilgrims come back and they share the blessings with people at home. Und dann kommen die Pilger wieder nach Hause und teilen da den Segen mit denen, die zu Hause geblieben waren. When I worked in India in an agricultural institute, Als ich in Indien arbeitete, in einem landwirtschaftlichen Institut, I had about 100 people working for me. hatte ich ungefähr 100 Leute, die für mich arbeiteten. And every time they wanted to take some days off, some holiday, I had to sign the form. Und jedes Mal, wenn die ein paar Tage frei haben wollten, musste ich ein Formular unterschreiben. And quite often Hindus who worked for me would ask to have a few days leave to go on a pilgrimage. Und sehr oft war es so, dass Hindus, die für mich arbeiteten, sich ein paar Tage frei nehmen wollten, um auf eine Pilgerreise zu gehen. And when they came back, they would share with me and with other people blessed food from the pilgrimage called prasad. Und als sie dann zurückkamen, haben sie dann mit mir und anderen, die arbeiteten, dieses gesegnete Essen, Prasad, geteilt, das sie mitgebracht hatten. I thought this was really lovely, the way they shared the blessings. Ich fand das wirklich sehr schön, wie sie diesen Segen teilten mit uns allen. Well, tourists have the same impulse, Die Touristen haben auch den gleichen Impuls, but they can't share blessings because they've never received them, aber sie können nicht den Segen teilen, weil sie haben ja keinen Segen empfangen, because they've never asked for them. weil sie nie um den Segen auch gebeten haben. All they can share is the photographs they've taken. Und sie können einfach nur die Fotos teilen, die sie da gemacht haben. And people aren't always very interested in seeing other people's holiday photos. Und die Leute zu Hause haben nicht immer so großes Interesse, die Urlaubsfotos von anderen zu sehen. So I think tourism is actually best understood as a form of frustrated pilgrimage. Also ich glaube, man kann Tourismus am besten verstehen, wenn man ihn so als frustrierte Pilgerreise betrachtet. So the simplest way of dealing with that is to stop being a tourist and become a pilgrim again. Und wie man das am besten damit umgeht, ist, dass man nicht mehr Tourist ist, sondern wieder anfängt, ein Pilger zu sein. Now, in Austria you have the great advantage that the pilgrimages were never suppressed because it's a Catholic country. In Österreich habt ihr den großen Vorteil, dass Pilgerreisen oder Wallfahrten nie unterdrückt wurden, weil es ja ein katholisches Land ist. But in Protestant countries where they were suppressed, there's now an astonishing revival of pilgrimage going on. Aber in protestantischen Ländern, wo diese Wallfahrten und Pilgerreisen unterdrückt wurden, werden die wieder wiederbelebt und werden sehr populär. This is partly inspired by one of the great Catholic pilgrimages. Und das ist zum Teil inspiriert durch eine der großen katholischen Pilgerreisen, Pilgerwege. To Santiago de Compostela. Und zwar nach Santiago de Compostela. That pilgrimage was revived in the 1980s. Und dieser Pilgerweg wurde in den 1980er Jahren wiederbelebt. And in 1987, 1,000 people walked there to Santiago. Und 1987 gingen 1000 Menschen nach Santiago. Last year, 300,000 went there on foot. Und letztes Jahr sind 300.000 zu Fuß dorthin gegangen. Not all of them are devout Catholics. Nicht alle davon sind hingebungsvolle Katholiken, fromme Katholiken. Quite a lot of them are atheists or agnostics. Und tatsächlich sind viele dieser Pilger Atheisten oder Agnostiker. Many people in England who want to go on a pilgrimage go to Santiago. Viele Menschen in England, die einen Pilgerweg gehen wollen, gehen nach Santiago. And now, in the last few years, we have a big revival of pilgrimage in England itself. Und in den letzten 5 Jahren erleben wir in England auch eine große Wiederbelebung des Pilgerns. A new organisation, the British Pilgrimage Trust, is reopening the ancient footpath pilgrimage routes in England. Und eine neue Organisation, the British Pilgrimage Trust, also eine Vereinigung, beschäftigt sich damit, diese alten Pilgerwege und Routen wieder zu öffnen und zugänglich zu machen. I've been doing some pilgrimages in England myself. Ich selbst habe auch schon einige Pilgerreisen in England gemacht. I have a godson, a teenage godson. Ich habe ein Patenkind, der ist ein Teenager jetzt, ein Junge. When he was 14,
I was trying to think, what can I give him for his birthday, which is in June. Als 14 war, habe ich mir gedacht, was kann ich ihm zum Geburtstag schenken? Im Juni hat er Geburtstag. I've stopped giving people stuff for birthdays, because most people have too much stuff. Ich habe aufgehört, Menschen Dinge zu schenken zum Geburtstag, weil alle genug Zeugs und Dinge haben. So I give experiences instead. Und so gebe ich den Leuten stattdessen Erfahrungen. So I said to him, would you like to go with me on a pilgrimage to Canterbury Cathedral? Und so habe ich ihn gefragt, möchtest du mit mir auf eine Pilgerreise gehen nach Canterbury Cathedral? The last 12 kilometers on paths through woods and fields and orchards. Und die letzten 12 Kilometer gehen wir zu Fuß durch Wald und Feld und Wiese und Obstgärten. And then we go to an old holy well. Und dann gehen wir an eine alte heilige Quelle. Then we go to the cathedral. We walk around it before we go in. Und dann gehen wir zur Kathedrale, gehen um die Kathedrale herum, bevor wir hineingehen. And we go with an intention, something we want to give thanks for, something we want to ask. Und wir gehen mit einer Intention hin, etwas, wofür wir uns bedanken wollen oder worum wir bitten möchten. We light candles at the shrine of St. Thomas, which has been restored. Und dann gehen wir in der Kathedrale zum Schrein vom heiligen Thomas und dort zünden wir eine Kerze an. Then we have a cream tea. Und dann trinken wir einen englischen Cream Tea. And then we go to choral evensong, which is a beautiful evening service in all our cathedrals. Und dann gehen wir so zu einer Abendandacht und das sind diese schönen Gesänge in diesen englischen Kathedralen am Abend. All the cathedrals have this every evening, usually around 5 o'clock. In allen Kathedralen findet das jeden Abend in England statt, so um 5 Uhr herum. With amazing choirs singing beautiful music. Und da singen Chöre wunderschöne Musik. And then we go home. Und dann fahren wir nach Hause. I asked him if he'd like to do this, and immediately, without hesitation, he said yes. Ich fragte ihn, ob er das machen möchte, und er hat sofort ohne Zögern Ja gesagt. So we had a most wonderful day. Wir hatten einen ganz tollen Tag gemeinsam. When he was 15, we did the same kind of thing to Ely Cathedral in Cambridgeshire. Als er 15 war, haben wir das Gleiche gemacht zu Ely Cathedral in Cambridgeshire. Then when he was 16, Lincoln Cathedral. Als er 16 war, waren wir in Lincoln Cathedral. 17, Wells Cathedral. Mit 17 in Wells Cathedral. This year, Winchester Cathedral. Dieses Jahr waren wir in Winchester Cathedral. This could go on and on. Das könnte immer so weitergehen. We have 50 cathedrals in England. In England gibt es 50 Kathedralen. These are some of the happiest days of my year. Diese Tage gehören zu den glücklichsten meines Jahres. And I think they are for him as well. Und ich glaube, für ihn ist das auch so. So, I think the pilgrimage is a wonderful expression of being on a spiritual journey. Ich glaube, so eine Pilgerreise, ein Pilgerweg ist ein schöner Ausdruck davon, sich auf einer spirituellen Reise zu befinden. We're literally on a journey to a holy place. Wir sind buchstäblich auf einer Reise zu einem heiligen Ort. And holy places are places that connect heaven and earth. Und heilige Plätze sind Plätze, die Himmel und Erde verbinden. And they do so literally. Und sie machen das buchstäblich. If we look at megalithic standing stones, wenn wir uns diese megalithischen stehenden Steine betrachten, they stand up into the air. Die stehen hoch in die Luft hinauf. The same is true of obelisks in ancient Egypt. Ebenso waren das die Obelisken im alten Ägypten. And then towers in churches and cathedrals and spires. Und natürlich die Türme und Turmspitzen von Kirchen und Kathedralen. And minarets by mosques. Und die Minaretten bei Moscheen. All of these buildings symbolize a connection between heaven and earth. Und all diese Gebäude symbolisieren eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. But they also have a literal connection. Aber sie haben auch eine buchstäbliche Verbindung. Because these tall structures actually attract lightning. Denn diese hohen Strukturen ziehen tatsächlich Blitze an. Which is why they have lightning conductors on them. Und deshalb haben die heutzutage Blitzableiter drauf. Lightning goes to the highest place it can find. Und der Blitz sucht sich den höchsten Ort, den er finden kann. And people used to think that lightning was just a local discharge between the clouds and the earth. Und man hat gedacht, dass Blitz, ja, das ist einfach so eine elektrische Entladung zwischen der Wolke und der Erde.
But it's now known that this depends on the solar wind which comes to the Earth from the Sun and goes through the ionosphere. Aber jetzt weiß man, dass das zusammenhängt mit diesen Sonnenwinden, die von der Sonne auf die Erde kommen und die durch die Ionosphäre durchgehen. There are electric currents passed from the upper atmosphere to the clouds, called sprites. Elektrische Ströme, sogenannte Sprites, auch auf Deutsch, gehen von der oberen zur unteren Atmosphäre. When the sun is emitting more rays, more solar wind, Wenn die Sonne mehr Strahlen aussendet, mehr kosmische solare Winde kommen, the northern and the southern lights become more intense. dann werden die Nordlichter und die Südlichter intensiver. And there are many more lightning strikes on Earth. Und da gibt es auch auf der Erde viel mehr Blitzeinschläge. So not only are these holy places literal connectors of heaven and earth, Diese heiligen Plätze sind also nicht nur buchstäblich Verbindungen zwischen Himmel und Erde. because of their history of people praying in them and giving thanks in them, Durch ihre Geschichte, dass so lange schon Menschen darin gebetet haben und dankbar darin gewesen sind, there's a kind of memory within them ist an diesen Plätzen eine Art Gedächtnis, eine Erinnerung, which we tune into by morphic resonance. in die wir uns einstimmen und mit der wir uns verbinden durch die morphische Resonanz. When we enter one of these places, we connect by resonance with those who've been there before. Wenn wir einen dieser heiligen Orte betreten, verbinden wir uns durch die Resonanz mit all jenen, die vorher da gewesen sind. So I think that pilgrimage is one of the practices which anyone can do. Ich glaube also, dass Pilgern eine Praxis ist, die jeder tun kann. And it doesn't have to be many days walking for hundreds of kilometers. Und das muss nicht viele Tage lang dauern und man muss nicht hunderte Kilometer gehen. Even shorter pilgrimages just lasting one day Sogar kurze Pilgerreisen, die nur einen Tag dauern, are very effective, as I found myself. sind schon sehr wirksam, wie ich selbst erlebt habe. And one of the things we are doing in the British Pilgrimage Trust Und etwas, was wir im British Pilgrimage Trust machen, is developing routes to all our cathedrals, which can be done in one day. ist, dass wir so Routen entwickeln zu all unseren Kathedralen, die man in einem Tag bewältigen kann. And we also include in these routes ancient holy places, ancient trees and holy wells. Und wir inkludieren auf diese Wege, schauen, dass sie vorbeigehen an alten heiligen Plätzen, an alten Bäumen oder Quellen. All these spiritual practices are about ways of connecting. Bei all diesen spirituellen Praktiken geht es darum, dass man sich verbindet with forms of consciousness greater than our own. mit Bewusstseinsformen, einem Bewusstsein, das größer ist als unser eigenes. And they can be done within the framework of a religion. Und diese Praktiken können ausgeübt werden im Rahmen einer Religion. And all religions combine many different spiritual practices. Und alle Religionen kombinieren unterschiedliche spirituelle Praktiken. Or they can be done outside the framework of a religion. Oder man kann diese Praktiken auch ausüben außerhalb eines religiösen Rahmens. And there are many people in the modern world who call themselves spiritual but not religious. Und es gibt viele Menschen in der modernen Welt, die sich spirituell bezeichnen, aber nicht religiös. I think it's possible to be spiritual but not religious. Ich glaube, es ist möglich, dass man spirituell ist, aber nicht religiös. It may be possible to be religious but not spiritual. Es ist vielleicht auch möglich, religiös zu sein, aber nicht spirituell. If religion just becomes a matter of following rules. Wenn die Religion nur noch so ist, dass man bestimmte Regeln so befolgt. But I think it's also very possible and very natural to be both religious and spiritual. Ich glaube aber auch, dass es sehr gut möglich und auch natürlich ist, sowohl religiös als auch spirituell zu sein. All religions start from experience. Alle Religionen fangen bei der Erfahrung an. The Buddha didn't become enlightened by getting a PhD. Der Buddha ist nicht erleuchtet geworden, indem er auf die Uni gegangen ist und studiert hat und Doktortitel gekriegt hat. He did it through years of meditation under trees. Er hat das durch Jahre der Meditation unter Bäumen erlangt. Jesus didn't discover his spiritual role through
studying at a rabbi teaching school. Jesus hat seine spirituelle Rolle auch nicht durch das Studieren und Lernen in einer Rabbischule entdeckt. It came through his experience of baptism and then through his vision quest in the desert. Das kam durch seine Erfahrung der Taufe und dann durch seine Visionssuche in der Wüste. And many more experiences. Und durch viele andere Erfahrungen mehr. And I think for all of us really, the experiences are what make people aware of this dimension beyond the normal everyday level. Und ich glaube für uns alle, es sind die Erfahrungen, die uns bewusst machen, dass es etwas über dem normalen, herkömmlichen Level weiter gibt. And I think we're undergoing at present a spiritual revival. Und ich glaube, dass zurzeit ein spirituelles Wiederbeleben stattfindet. And even more than that, a new phase of spiritual evolution. Und mehr als das, ich glaube, dass es sogar eine neue Phase der spirituellen Evolution, der Entwicklung gibt. Never before has any civilization had access to all the world's spiritual traditions. Nie zuvor hat eine Zivilisation Zugang gehabt zu allen spirituellen Traditionen der Welt, where we can learn from each other wo wir voneinander lernen können and be inspired by each other. und dass wir einander auch inspirieren können. And that's the situation we're all in now. Und das ist die Situation, in der wir uns alle jetzt befinden. Well, those are the thoughts I wanted to bring this evening. Und das sind die Gedanken, die ich heute Abend darlegen wollte. And I'd be happy to answer any questions. Und jetzt beantworte ich gerne Fragen. So, Fragen bitte auf Deutsch stellen, Hände hoch, ich komme mit dem Mikro. Ich hätte eine Frage zu dem Thema Nahtoderfahrung. Es wurde ja gesagt, dass Kinder durch die Geburt so quasi eine Nahtoderfahrung haben, wenn sie durch den Geburtskanal gleiten. Wie schaut das aus mit Kindern, die einen Kaiserschnitt haben? I think this is a really interesting question. Ich glaube, das ist eine wirklich interessante Frage. And I just don't know the answer. Und ich weiß die Antwort einfach nicht. Because I don't know that anyone has ever done this research. Denn ich weiß nicht, ob jemand das je beforscht hat. There are now a lot of children born by caesarean section. Es werden heutzutage viele Kinder durch Kaiserschnitt geboren. In America, a lot of women have caesarean births for cosmetic reasons. In Amerika haben viele Frauen einen Kaiserschnitt aus kosmetischen Gründen. So, if I were working as a midwife or in a college of nursing or medicine, würde ich also als Hebamme arbeiten auf einer Medizin-Uni oder sowas? I think this would be a really interesting research question. Glaube ich, das wäre eine wirklich sehr interessante Forschungsfrage. Of course, it may not be just a personal memory of birth, but a more archetypal memory. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht nur eine persönliche Geburtserinnerung gibt, sondern eine mehr archetypische Erinnerung. And since caesarean operations are quite recent, und da Kaiserschnitte also verhältnismäßig jung sind, the vast majority of human experience of birth would be of birth through the birth canal. Ist der Großteil der menschlichen Geburtserfahrung der Geburt durch den Geburtskanal ist die zustande gekommen. So it may be this kind of archetypal memory is more important than the individual memory. Es kann also sein, dass dieses archetypische Gedächtnis, diese archetypische Erinnerung vielleicht wichtiger ist als die individuelle Erinnerung. But as far as I know, nobody knows the answer. Aber soweit ich weiß, kennt da niemand die Antwort genau drauf. Dazu möchte ich etwas sagen, weil es gibt ja viel, schon auch Forschung über vorgeburtliche und geburtliche Erfahrungen.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit das in wissenschaftliche Studien eingekleidet ist, aber man weiß schon, dass der Kaiserschnitt einen anderen Einfluss auf die Persönlichkeit hat als eine normale Geburt, weil der Weg durch den Geburtskanal einfach eine wesentliche Erfahrung ist und ein Kaiserschnitt eine ganz andere Erfahrung gibt. Well, thank you. Yes, I haven't seen all that, but and one other line of evidence would be from holotropic breathing works. Stan Grof now does these experiences without drugs through holotropic breathing, which is a form of hyperventilation. Also danke für diesen Beitrag. Es gibt die Erfahrungen und Forschungen weiter von Stan Grof durch das holotrope Atmen, wo er diese Erfahrungen nicht durch Drogen, sondern durch eine Art von Hyperventilation, durch das holotrope Atmen macht und das auch beforscht. And some people relive their birth experience. Und manche Menschen erleben da ihre Geburtserfahrung wieder. So I'll try and find out whether in his research he finds any difference between these experiences when people have been born by cesarean or not. Ich werde also versuchen herauszufinden, ob er in seinen Forschungen einen Unterschied feststellen konnte zwischen Menschen, die auf normalem Wege geboren wurden oder durch Kaiserschnitt. Ich habe eine Frage zur Spiritualität. Und so wie Sie erwähnt haben, dass sich immer mehr Menschen der Spiritualität zuwenden und als äußeren Ausdruck vielleicht meditieren. Und wenn wir diesen Gedanken weiterentwickeln, wie sehen Sie die Auswirkungen auf die Gesellschaft in den nächsten 2-3 Generationen? Well, that's a really important question. Das ist eine wirklich wichtige Frage. I think meditation alone is a rather individualistic process. Ich glaube, Meditation allein für sich ist ein eher individualistischer Vorgang. And I think if we're going to look at society as a whole, we'd have to look at practices which connect people together. Und wenn wir uns die Gesellschaft als Ganzes betrachten möchten, müssten wir uns Praktiken anschauen, bei der Menschen sich miteinander verbinden. Which includes singing together. Und das schließt das gemeinsame Singen mit ein. Which is very basic in human nature. Das etwas sehr Grundlegendes der menschlichen Natur ist. Many evolutionary theorists think that singing together came before speaking in human evolution. Viele Evolutionsbiologen glauben, dass das gemeinsame Singen vor dem Reden, vor dem Sprechen kam. And of course all religions have forms of singing together or chanting together. Und in allen Religionen gibt es Formen des gemeinsamen Singens oder Chantens. And then rituals are also a way of connecting people together and with their ancestors. Und Rituale sind auch Arten, wo Menschen sich miteinander verbinden und auch mit ihren Vorfahren. And then a very important thing I didn't talk about this evening are festivals. Und etwas sehr Wichtiges, was ich heute Abend nicht behandelt habe, das sind Feste und Feiern. When you can have very large numbers of people celebrating together. Wo man große Mengen, große Zahl an Menschen zusammenbringen kann, die miteinander feiern. I think it's interesting that in parts of Europe where the traditional festivals have declined. Ich glaube, dass es interessant ist in Teilen von Europa, wo diese traditionellen Feste weniger geworden sind. There's been a resurgence of new style festivals like the Glastonbury Music Festival, for example. Wo es neue Arten von Festivals gibt, die entstehen, nämlich das Glastonbury Music Festival jedes Jahr. This always happens over St. John's Day, June the 24th. Das passiert immer so um den Tag des heiligen Johannes am 24. Juni herum. Which is a traditional time of midsummer celebration. Und das ist auch eine traditionelle Zeit der Mitsommerfeiern. So I think that for purely individual spiritual practices may not have very much effect on society as a whole.
Also ich glaube, so rein individualistische, spirituelle Praktiken haben vielleicht nicht so eine Auswirkung auf die Gesellschaft als Ganzes. But they will have if they're combined with some of these other more collective practices. Aber es wird sehr wohl Auswirkungen geben, wenn das Individuelle verbunden wird mit mehr kollektiven Praktiken. And of course all religions involve a combination of many practices. Und in allen Religionen gibt es eine Kombination von vielen Praktiken. Ich habe eine Frage zu, oder ob es Ihres Wissens eine wissenschaftliche Evaluierung der Folgen von Pilgerreisen. Ich persönlich weiß, dass es biosensorische Messverfahren gibt, mit Hilfe derer man die Auswirkung des Verweilens an bestimmten Plätzen auf die Homöostase des Menschen messen kann, was allerdings in Österreich zum Beispiel zwar stattfindet, aber keine Finanzierung bekommt oder nur private, weswegen die Größen der Gruppen, die getestet werden, nicht die statistisch relevanten Größen erreichen. Und ja, wollte fragen, was Sie dazu wissen. I don't know if anyone's studying the effects of the after effects of the pilgrimage physiologically. Ich weiß nicht, ob jemand physiologisch die Nachwirkungen von Pilgerreisen studiert. But the most detailed studies are on healing effects of pilgrimage. Die detailliertesten Studien gibt es zu den Heilungswirkungen und Heilungseffekten von Pilgerreisen. Especially at healing shrines like Lourdes in France. Ganz besonders bei Schreinen, wo es um Heilen geht, zum Beispiel in Lourdes in Frankreich. There are a long series of medical records of people who got better as a result of going on pilgrimages to Lourdes. Und da gibt es eben viele auch medizinische Aufzeichnungen, die zeigen, dass es Menschen besser gegangen ist, nachdem sie in Lourdes waren. And I think there's no doubt that many people are healed through pilgrimages. Und für mich gibt es keinen Zweifel, dass viele Menschen geheilt werden durch Pilgerreisen. Of course, there may be a controversy about the explanation for it. Es gibt vielleicht eine Kontroverse darüber, wie man das erklärt. Materialists would say this is nothing but the placebo effect. Materialisten würden sagen, ja, das ist bloß ein Placebo-Effekt. But what is the placebo effect? Aber was ist der Placebo-Effekt in Wirklichkeit? It's caused by expectation and hope of getting better. Der wird erzeugt durch die Erwartung und der Hoffnung, dass es einem besser gehen wird. And especially facilitated by if people feel loved and cared for. Und das wird besonders gefördert, wenn Menschen sich geliebt fühlen und umsorgt fühlen. And if a pilgrimage can actually increase all these things, then even materialists would agree that it's likely to lead to cures. Und wenn eine Pilgerreise all diese Dinge hervorbringen und verstärken kann, dann würden sogar Materialisten zugeben, dass das zu einer Heilung führen kann. And they can call it the placebo effect if they like. Und wenn Sie möchten, können Sie das den Placebo-Effekt nennen. But people who get better are just pleased to be better, whatever you call it. Aber Menschen, die gesund werden, sind einfach froh, gesund geworden zu sein, ganz gleich, wie man es nun auch nennt. There have been studies of the effects of walking through the countryside. Es hat Studien gegeben der Auswirkungen des Wanderns oder Gehens durch die Landschaft. Which show beneficial physiological effects. Und da zeigen sich auch positive physiologische Auswirkungen. And it's also known from the world of occupational therapy. Und das kennt man auch von der Beschäftigungstherapie. That taking intentional activities with a purpose have a great benefit. Wenn man mit einem Sinn und Zweck absichtlich etwas tut, etwas macht, dass das eine nützliche Wirkung hat. But I think there's plenty of scope for more detailed research on pilgrimage and its effects. Aber ich glaube, es gibt noch eine große Bandbreite an Forschung über Pilgerreisen und ihre Auswirkungen. And the more important pilgrimage becomes, I think the more the research there will be. Und je wichtiger Pilgerreisen werden, glaube ich, desto mehr Forschungen wird es dann letztendlich dazu geben. And this involves not only physiological effects, but also
an increased sense of meaning or purpose in people's lives. Und das schließt nicht nur körperliche Auswirkungen mit ein, sondern auch so ein mehr Sinngefühl und mehr Bedeutung des Lebens von Menschen. So, darf ich eine letzte Frage von der anderen Seite noch, bitte? Ich bin ein großer Fan von den morphischen Feldern und würde den Experten und Entdecker jetzt gerne fragen, was er uns empfehlen würde, wie wir die morphischen Felder intensiver für uns nutzen können, für diese spirituelle Evolutionsreise, auf der wir uns da gerade befinden. Well, morphic fields depend on resonance. Morphische Felder hängen mit Resonanz zusammen. And anything that increases the resonance with those who've done spiritual practices before Und alles, was die Resonanz erhöht mit jenen, die schon bisher und bevor spirituelle Praktiken ausgeübt haben, will help. hilft. And some of the things I've talked about this evening are relevant here. Und einige Dinge, die ich heute Abend besprochen habe, sind auch relevant hier. In many Tibetan and Hindu meditation traditions, In vielen tibetischen und Hindu-Meditationstraditionen it's believed that when a master transmits a mantra to his disciples, glaubt man, dass wenn ein Meister seinem Jünger, seinem Anhänger ein Mantra gibt, then he's transmitting something of the experience that goes with that mantra. dann überträgt er damit auch etwas der Erfahrung, die mit diesem Mantra mitgeht. And by practicing the mantra, the disciple can tune in to the spiritual experiences of those who've done it before. Und indem der Schüler dann das Mantra ausübt und ausspricht, kann er sich verbinden mit all jenen, die vorher auch diese spirituelle Reise gemacht haben. And indeed, meditation in general involves a kind of morphic resonance with those who've done it before. Und auch Meditation im Allgemeinen, da ist auch eine morphische Resonanz mit all jenen, die das vorher schon gemacht haben. And as I was saying about pilgrimage, reconnecting with sacred places where other people have had mystical experiences is a helpful experience, is something helpful through morphic resonance. Und auch was ich gesagt habe, durch die Pilgerreisen, dass man sich wieder verbindet mit all jenen, die an diesen Plätzen auch schon mystische Erfahrungen gemacht haben, das ist auch hilfreich für die morphische Resonanz. And in fact, all these spiritual practices involve a kind of morphic resonance component. Tatsächlich ist in all diesen Praktiken ein morphischer Resonanzteil mit enthalten. Including rituals, of course. Und natürlich auch einschließlich der Rituale. So, I think that there's no single answer to this. Ich glaube, es gibt keine einzige, nur eine Antwort auf diese Frage. All of these practices are ways of tuning in. All diese Praktiken sind Arten, wie man sich einstimmt und wie man sich verbindet. But mystical experiences, experiences of connection or union, Aber mystische Erfahrungen, Erfahrung des Verbundenseins, des Vereintseins, don't happen mechanically as a result of any practice. die passieren nicht so mechanisch als Ergebnis irgendeiner Praxis. They involve an element of freedom or a gift. Und da ist so ein Element der Freiheit oder eines Geschenks mit dabei. And some people have spiritual experiences completely spontaneously, Und manche Menschen machen ganz spontan spirituelle Erfahrungen, with no practices at all. ohne irgendeine Praxis. For example, people who have near-death experiences as a result of a heart attack. Zum Beispiel Menschen, die durch einen Herzinfarkt eine Nahtoderfahrung machen. So, as I said, there's no one single answer. Also wie gesagt, es gibt da keine einzige Antwort darauf. But all these practices are ways of tuning in. Also, aber all diese Praktiken sind Arten, wie man sich einstimmen kann und verbinden kann. Including singing and chanting. Einschließlich des Singens und des Chantens. I didn't talk about that this evening, Darüber habe ich heute Abend nicht gesprochen.
But this is something I've seen happen very often. Aber das ist etwas, das ich sehr oft gesehen habe, dass es passiert. My wife, Jill Peirce, in England, teaches singing and chanting. Meine Frau Jill Peirce in England, die unterrichtet Singen und Chanten. And many times I've seen how groups of people can be transformed through chanting together. Und ich habe schon oft erlebt, wie Gruppen von Menschen transformiert werden, indem sie gemeinsam chanten. In chanting, there's a literal resonance of our own bodies. Beim Chanten kommt es zu einer buchstäblichen Resonanz unseres eigenen Körpers. There's a resonance with the people we're chanting or singing with. Und gleichzeitig gibt es eine Resonanz mit den Menschen, mit denen wir gemeinsam singen oder chanten. We're breathing at the same time. Wir atmen im gleichen Rhythmus. And people's heartbeats come into synchrony. Und auch der Herzschlag der Leute wird synchron. And then through singing things that have been sung before in a spiritual context, Und wenn man Dinge singt, die vorher schon auch in einem spirituellen Kontext gesungen worden sind, then we're connected by morphic resonance to those who've done it before. dann sind wir verbunden durch die morphische Resonanz mit all jenen, die das früher auch gemacht haben. So there's a kind of triple resonance. Da ist so quasi eine Dreifachresonanz. Physical resonance of our own bodies, Die physische Resonanz unseres eigenen Körpers, resonance of the group, die Resonanz der Gruppe and morphic resonance with those who've done it before. und die morphische Resonanz mit jenen, die das früher schon gemacht haben. Ja, hiermit beschließen wir den Abend. Ich glaube, ihr werdet es mir alle recht geben. Es ist ein riesengroßer Applaus für diesen tollen Vortrag als Dankeschön. Dann noch im Anschluss die Möglichkeit draußen, wir haben den Büchertisch, der Dr. Sheldrake wird dann dort sitzen, wo zuerst die Kasse war und auch noch Bücher signieren für die, die das möchten. Vielen herzlichen Dank nochmal im Namen der Prana-Schule und einen schönen Abend und kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.